Es gibt zwei großartige News zu Ubisoft und der Gamescom in diesem Jahr, die ich unbedingt mit euch teilen muss. Neue Reveals, Trailer und totgeglaubte Spiele, all das werden Themen in diesem Video sein, also let's go! Fangen wir doch mal mit der ersten großen Neuigkeit an, und zwar wird Ubisoft, ihr habt es eh schon gesehen im Titel, in diesem Jahr bei der Gamescom am Start sein. Eine richtig coole Neuigkeit auf jeden Fall für alle Ubisoft-Fans und auch für die Messe. Denn ihr wisst ja, viele große Publisher haben abgesagt und gehen nicht zur Gamescom, was ich überhaupt nicht verstehe, denn die Gamescom ist die momentan in diesem Jahr größte und wichtigste physische Mainstream-Gaming-Messe, die es auf der Welt gibt. Und da ist viel Potenzial verloren bei den Publishern. Aber nicht bei Ubisoft, denn die sind am Start und sicherlich nicht ohne Grund, denn sie haben sicherlich einiges mit im Gepäck. Ich kann mir vorstellen, wir werden Reveals zu Assassin's Creed Rift sehen, beziehungsweise mehr zu Infinity, zu Avatar, dem Spiel von Ubisoft, zu dem Star Wars-Projekt von Massive Entertainment, vielleicht auch zur Netflix-Serie von Assassin's Creed. Da wird einiges kommen, das besprechen wir auf jeden Fall gleich. Jetzt kommen wir aber noch zur zweiten großen Neuigkeit, denn ich werde auch bei der Gamescom in diesem Jahr dabei sein. Das wird für mich die allererste Gamescom sein und ich werde vom Dienstag, den 23., also einen Tag vor der Gamescom, bis zum 29., einen Tag nach der Gamescom, in Köln sein, da umherwandern und dann natürlich auch die Gamescom-Messe besuchen. Und ich würde mich freuen, euch auch zu sehen, denn ich lese viele Kommentare immer unter den Videos, beantworte nicht alle momentan, aber würde mich auch mal freuen, die Gesichter unter diesen Kommentaren auch in Real Life zu sehen. Also schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wer von euch bei der Gamescom in diesem Jahr am Start ist. Natürlich bin ich nicht nur privat vor Ort, unabhängig davon sprecht mich einfach an, wenn ihr mich sehen solltet auf der Messe, aber ihr wisst ja, ich bin Teil der Mentors Guild von Assassin's Creed Valhalla und Ubisoft hat uns freundlicherweise eingeladen, zur Gamescom nach Köln zu kommen. Warte mal kurz, Pascal, hast du nicht gestern in einem Video erzählt, dass die Mentors Guild beendet wird, dass es das Programm nicht mehr gibt von Ubisoft? Wie könnt ihr also dann noch nach Köln reisen, wenn das ab dem 13. Juli schon vorbei ist mit der Mentors Guild? Ja, das ist korrekt. Ab dem 13. Juli wird es die Mentors Guild von Assassin's Creed Valhalla nicht mehr geben und bis dahin muss ich dann irgendwie auch noch meinen Banner ändern. Das wird auch nochmal lustig. Aber Ubisoft hat uns gesagt, dass sie alle Aktivitäten für diesen Sommer, die sie mit uns geplant hatten, auch zu Ende bringen werden. Das bedeutet, wir werden auf der Gamescom zur Mentors Guild noch ein Event haben. Was genau da passieren wird, das weiß ich noch nicht ganz. Und das große Finale findet dann tatsächlich mit diesem Celebration-Event im September statt. Nähere Infos habe ich auch nicht, aber bis dahin wird es die Mentors Guild zumindest, was die Aktivitäten angeht, noch geben. Aber sonst eben nicht mehr. Und ich bin der Einladung natürlich nachgegangen und ich habe keine Ahnung, was sie mit uns vorhaben. Sie werden ein paar Events mit uns planen. Ich hoffe mir oder wünsche mir natürlich, dass wir eventuell einen Early Access Trailer sehen werden vor allen anderen. Das wäre mega geil. Da habe ich aber noch keine Informationen. Ich freue mich aber im Grunde einfach alle mal zu sehen. Aber die Aktivitäten mit der Mentors Guild, mit Ubisoft, mit Assassin's Creed können schon ein Hinweis darauf sein, was wir wirklich von Ubisoft in diesem Jahr auf der Gamescom sehen werden. Denn im Grunde müssen wir sagen, es gibt viele offene Karten, die über Assassin's Creed noch nicht besprochen wurden. Unter anderem Assassin's Creed Nexus. Da gab es nur Leaks. Ich habe hierzu, oben findet ihr in der Infokarte das Video gemacht, wo es eine Leak gab zu dem Menü von Nexus. Das ist ein VR-Game von Assassin's Creed. Assassin's Creed Infinity, da war es sehr lange still. Assassin's Creed Rift, gefühlt das halbe Spiel schon irgendwie geleakt worden angeblich, wenn man das so sich anschaut. Vielleicht wird es da auch Informationen geben. Und natürlich, also wo wir wirklich seit Monaten, wenn nicht sogar Jahren nichts gehört haben, war die Serie von Netflix von Assassin's Creed. Doch da wollte ich euch mal fragen. Ich meine, wir haben die Celebration im September, vielleicht Mitte September, Anfang September, ich weiß es nicht. Meint ihr, dass Ubisoft dann eher die Celebration nutzen wird, um das Ganze anzukündigen, oder die Gamescom? Was ist eure Meinung? Aber natürlich besteht Ubisoft ja nicht nur aus Assassin's Creed, sondern auch aus vielen anderen nicen Games. Avatar, da wird sicherlich was kommen zu Avatar. Ja, der Release ist ja Anfang 2023, soweit ich es weiß. Da wird sicherlich irgendwas kommen in der Form von einem Trailer. Wir haben von Massive Entertainment, die übrigens auch Avatar machen, natürlich noch ein Star Wars Spiel zu erwarten. Das steckt noch in den Kinderstiefeln, aber da gibt es vielleicht auch Concept Arts oder ähnliches.
Und natürlich Skull and Bones, da war es auch ziemlich ruhig. Sicherlich wird es auch vielleicht was zu Ghost Recon geben, zu Rainbow Six. Vielleicht gibt es da verschiedene Sachen, da habe ich aber wenig Ahnung von. Aber Avatar ist sicher, Assassin's Creed, Nexus, Rift oder Infinity ist meiner Meinung nach ziemlich sicher, dass da was kommen könnte. Und Skull and Bones, das sind meine Favoriten für diese Messe. Und es wäre auch der bestmögliche Zeitpunkt, einfach um das Ganze anzukündigen. Ubisoft ist momentan auf der Gamescom der Platzhirsch, wenn man das mal so sagen darf. Es gibt, glaube ich, keinen größeren Publisher. Korrigiert mich gerne, falls ich das falsch recherchiert habe. Die Preise der Gamescom sind sehr teuer, das ist auf jeden Fall klar. Aber ich glaube, Freunde, es lohnt sich dieses Jahr wirklich. Es ist das Jahr nach der Corona-Phase. Viele Leute wollen vielleicht physische Events starten, aber schrecken bei diesem Preis zurück. Bedeutet also, die Hallen könnten leerer sein und es könnte deutlich angenehmer sein. Ich habe ja von Freunden gehört, dass die letzten Jahre vor Corona ziemlich voll gewesen sein sollen bei der Gamescom und dass es nicht angenehm war, während den normalen Besuchertagen da rumzulaufen. Aber ich denke, dieses Jahr wird es definitiv ein bisschen entspannter. Also ich würde mich freuen, euch da zu sehen. Wenn euch diese News gefallen haben, dann ja, lasst doch gerne mal ein Abo da mit der Glocke und gebt dem Video definitiv einen Daumen nach oben. Und sonst hoffe ich, euch wirklich zu sehen. Macht euch einen schönen Abend. Bis dahin, ich freue mich auf euch. Tschö mit Ö und ciao mit V. Was? Höre ich da die Glocke? Nice. Jetzt heißt es für euch abwarten und Met trinken. Auf dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin, euer Eivor.